Wenn du zur Vermögenssicherung ein Konto außerhalb der EU aufmachen möchtest, sagen wir zum Beispiel mal in Singapur oder auch in der Schweiz, dann stellt sich natürlich immer wieder die Frage, wie du möglichst diskret dann eine Überweisung auf dieses Konto vornehmen kannst. Und wie das genau funktionieren kann, und zwar komplett legal und rechtssicher, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit einem Plan B beschäftigst, mit deiner Vermögenssicherung, mit einer Kontoeröffnung im Ausland, wenn dich das interessiert, dann können wir dich natürlich umfassend dabei unterstützen. Wir organisieren regelmäßig Seminare zu dem Thema. Sehr beliebt zum Beispiel unser Seminar, das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, wo wir viele Aspekte diesbezüglich besprechen. Natürlich sehr intensiv Kontoeröffnung außerhalb der EU, aber auch zweite Staatsbürgerschaften, Zweitpässe, Diplomatenpässe, Gold und andere Edelmetalle außerhalb der EU zu lagern, Krypto sicher aufzubewahren, Vermögen international zu diversifizieren, Aufenthaltstitel weltweit zu besorgen für einen Plan B. Dieses Seminar findet regelmäßig in Zürich statt. Termine auf unserer Webseite, Details in der Beschreibung zu diesem Video. Und natürlich können wir dir auch helfen, Auslandskonten zu eröffnen. Unsere Webseite speziell für dieses Thema lautet Freedom Banking Plus. Auch dazu Infos in der Beschreibung dieses Videos. Wir können Konten für dich in 30 Ländern außerhalb der EU eröffnen. Wir machen das seit 2006 und haben schon Hunderten, um nicht zu sagen Tausenden Mandanten geholfen, Vermögen außerhalb der EU zu sichern. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben vor kurzem mal wieder eines unserer bekannten Seminare zum Thema Plan B und Vermögenssicherung organisiert. Das war sehr gut besucht, einige sehr intensive Tage. Und wir beschäftigen uns dann natürlich damit, wie man konkret Konten im Ausland außerhalb der EU eröffnen kann. Möglicherweise auch noch Konten, die dann nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS teilnehmen. Wie gesagt, hier geht es natürlich nicht darum, Steuern zu hinterziehen oder irgendwas Illegales zu tun, sondern es geht vielmehr eigentlich darum, wie man sein Vermögen in Sicherheit bringen kann, aus Sorge tatsächlich vor dem Staat, gerade Deutschland, gerade die Deutschen. Wir sind extrem gebrannte Kinder. Der deutsche Staat in seinen verschiedenen Iterationen hat uns jahrzehntelang, gelinde gesagt, verarscht, uns bestohlen, unser Vermögen zerstört, vernichtet, weggenommen. Da müssen wir nur mal die letzten 100 Jahre anschauen. Da war es besonders schlimm und es ist mehrfach und immer wieder passiert. Daher zu meinen, dass es nicht nochmal passieren könnte, dass dieser Staat jetzt grundlegend anders ist, das anzunehmen, wäre schlicht und ergreifend nur naiv. Wir müssen immer die Gegenwart im Kontext natürlich auch der Geschichte betrachten. Das heißt, dass wir uns deswegen Sorgen machen, gerade spezifisch als Deutsche, aber natürlich auch, wenn du Österreicher bist und vielleicht auch als Schweizer, denn leider nimmt ja auch die Freiheit tatsächlich in der Schweiz immer mehr ab. Also es ist komplett normal, sich deswegen Sorgen zu machen und natürlich auch Vorkehrungen zu treffen, dass dir das nicht passieren kann. Insbesondere dann, wenn man praktisch jeden Tag in einer der deutschen Tageszeitungen liest, dass jetzt doch Vermögen endlich besteuert werden sollen in viel intensiverem Ausmaß. Denn es sind ja die bösen Vermögenden, jene, die gespart haben, die auf Konsum verzichtet haben, die sich diszipliniert haben, die Geld zurückgelegt haben, die vorgesorgt haben für den Ruhestand. Es sind jene, die praktisch als Schmarotzer dargestellt werden. Und weil der Staat komplett ungerechterweise die Einkommen gerade besser verdienen, viel zu hoch besteuert, weil man da aber nichts mehr holen kann. Da ist schon die Oberkante erreicht, aber der Staat verschwendet immer mehr Geld, anstatt sich einmal zu disziplinieren. Wohlgemerkt natürlich dein Geld, denn der Staat an sich hat ja kein Geld. Politiker haben kein Geld. Das Ganze ist das einzige Geld, was sie ausnehmen können. Also, weil jetzt die Einkommen schon so stark belastet sind, werden als nächstes natürlich die Vermögen drankommen. Also, sich deswegen Gedanken zu machen, wie man Vermögen ins Ausland bringen kann. Schon eine Methode, die den Deutschen unter den Nazis geholfen hat, Vermögen zu retten. Also eine althergebrachte Methode und das natürlich komplett legal. Dann kann ich hier schon einmal Vorbereitungen treffen, muss aber dafür zum Beispiel gar nicht auswandern, kann weiterhin in Deutschland wohnen und könnte dann zum Beispiel im Extremfall sagen, wenn wir, sagen wir mal, eine Vermögenssteuer kommt, dass ich eben dann erst ins Ausland umziehe, dass ich dann auswandere, aber dann habe ich eben mein Vermögen schon im Ausland, dann habe ich nicht dieses gigantische Klumpenrisiko in Deutschland, was dann eben von einer Vermögensteuer entsprechend natürlich betroffen wäre. Um das genau zu tun, um sich vorzubereiten, um vorzubeugen, eröffnen viele Mandanten schon heute Konten im Ausland, zum Beispiel in der Schweiz, zum Beispiel in Liechtenstein, aber eben auch in Ländern, die sehr viel weiter weg sind, weil ehrlich gesagt das Vertrauen in die Schweiz oder in Liechtenstein, das ist auch nicht mehr so groß. Denn man weiß ja, Liechtenstein ist schon im EWR, das ist ja praktisch eine EU-Mitgliedschaft ohne Stimmrecht.
Die Schweiz wird extrem unter Druck gesetzt. Und auch hier bröckelt der Widerstand. Das heißt also, viele wollen das Vermögen natürlich noch sehr viel weiter wegbringen in Länder, in denen tatsächlich noch Recht und Ordnung gilt und in Länder, die bekannt dafür sind, dass Vermögen geschützt wird. Singapur ist sicherlich einer der bedeutendsten Hubs. So, wenn ich mir jetzt aber natürlich zum Thema Vermögenssteuer Sorgen mache, wenn ich Angst habe, dass der Staat einmal mein Vermögen tatsächlich besteuern will. Da mache ich mir natürlich auch Gedanken dazu, wie ich Vermögen möglichst diskret, ich sage mal vielleicht nicht verstecken, aber doch so aufbewahren kann, dass ich jetzt nicht jedem hier fingerdick aufs Brot schmieren muss, wo sich dieses Vermögen befindet. Nehmen wir mal an, man eröffnet jetzt ein Konto in Singapur. Wie gesagt, das ist komplett legal, das können wir auch für dich tun. Also nehmen wir einmal an, du eröffnest ein Konto in Singapur, du tust das mit deiner deutschen Adresse, weil du eben in Deutschland wohnst. Du musst der Bank natürlich dann auch deine Steuernummer nennen, denn Singapur nimmt ja zum Beispiel am automatischen Informationsaustausch teil. Dann werden jedes Jahr 4 Salden an dein Heimatfinanzamt berichtet, und zwar jeweils für das abgelaufene Kalenderjahr. Welche Eingänge gab es im letzten Jahr? Welche Eingänge gab es seit Kontoeröffnung? Welche Abgänge gab es im letzten Jahr? Welche Abgänge gab es seit Kontoeröffnung? Unter der Annahme, dass du natürlich deine Einkünfte, die du auf dem Konto erzielst, sagen wir einmal durch Zinsen, dann beim Finanzamt angibst, dann schadet dieser Informationsaustausch dir nicht. Der läuft auch im Hintergrund, den wirst du gar nicht mitbekommen. Und du wirst, wie gesagt, auch mit dem Finanzamt diesbezüglich keine Probleme bekommen, denn der ganze Vorgang ist ja legal. Also, ich meine damit die Kontoeröffnung im Ausland, Geld ins Ausland zu überweisen. Hier gibt es ebenfalls keine Meldepflicht. Die Meldepflicht im Außenwirtschaftsverkehr ist nur dann notwendig, wenn du an Dritte überweist, nicht aber, wenn du auf dein eigenes Konto überweist. Aber dann hast du natürlich die Situation, dass der Staat nun weiß, welches Vermögen vorhanden ist bei dir im Ausland, und dann können dort im Falle eines Falles, wenn es irgendwann mal eine Vermögensteuer kommt, und da können dann natürlich auf Seiten des Staates auch Begehrlichkeiten entstehen, dieses Vermögen zu besteuern, selbst wenn du dann in diesem Fall auswandern würdest. Diesen Informationsaustausch kannst du auch nicht verhindern. Du könntest ihn höchstens dadurch verhindern, dass du entweder in ein Land umziehst, das nicht am automatischen Informationsaustausch teilnimmt, sagen wir zum Beispiel mal die Philippinen oder auch Serbien, oder dass du eben das Konto in einem solchen Land dann eröffnest. Auch hier könnte man die gleichen Länder nennen, wie zum Beispiel die USA, wie zum Beispiel auch Serbien. Wobei man natürlich sagen muss, dass mit Ausnahme der USA viele der Länder, die nicht am Informationsaustausch teilnehmen, vielleicht nicht die Länder sind, die am weitesten entwickelt sind, und natürlich dort auch das Finanzsystem nicht so vertrauenswürdig ist, wie jetzt zum Beispiel in der Schweiz und in Singapur oder auch in Dubai. Je vertrauenswürdiger das Finanzsystem, das ist ganz klar, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Land am automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS teilnimmt. Also tatsächlich hättest du hier keine Möglichkeit, diesen Informationsaustausch legal zu vermeiden. Wie gesagt, da du nichts Illegales tust, würde dir ganz praktisch, ganz konkret der Informationsaustausch auch nicht schaden, aber eben man hat eben nicht diesen Schutz der Privatsphäre, der dir ja vielleicht sehr wichtig ist. So, was du nun konkret machen könntest, ist eben einen 2-Stufen-Plan zu aktivieren. Und dieser 2-Stufen-Plan, der könnte so aussehen. Also, zum einen eröffnest du schon mal das Konto. Das ist natürlich etwas, das man auf jeden Fall jetzt tun sollte. Damit sollte man nicht erst warten, bis dann eine entsprechende Vermögensteuer möglicherweise eingeführt wird. Denn dann wird es ein Chaos geben, dann wollen alle solche Konten eröffnen, dann sind die Banken überlaufen. Außerdem können sich ja viele Banken im Ausland, sei es die Schweiz oder auch in Singapur, gar nicht mehr vor dem Ansturm der Kunden retten. Das führt dazu, dass dann die Minimaleinlage immer weiter erhöht wird. Schon heute ist ja diese in vielen Fällen mehr als 100.000 Euro, zum Teil auch einige 100.000 Euro. Das heißt also, du eröffnest das Konto und du überweist dann einfach ganz normal von deinem deutschen Konto die Minimaleinlage, die eben notwendig ist, um das Konto zu eröffnen. Und natürlich, wie gesagt, da gibt es dann eine Überweisung. Das lässt sich natürlich zurückverfolgen, aber da es den automatischen Informationsaustausch gibt, gibt es diesbezüglich ohnehin keinen Ausweg. Aber was du nun natürlich machen kannst, ist Vermögen im Ausland aufzubauen, das von diesem automatischen Informationsaustausch nicht betroffen ist. Früher hätte man vielleicht gesagt, hier könnte man Krypto verwenden. Das geht nun leider auch nur noch eingeschränkt, denn es gibt jetzt ja den CARF bzw. in der EU DRC8, also ein automatischer Informationsaustausch hinsichtlich Krypto. Vieler denkt nun vielleicht auch an Immobilien, wobei man ja auch zu Immobilien sagen muss, dass dort nun auch ein automatischer Informationsaustausch seitens der OECD eingeführt wird.
Das heißt, sämtliches ausländische Immobilienvermögen wird dann auch jährlich an dein Finanzamt gemeldet werden. Das ist bereits verabschiedet. Das wird jetzt in den nächsten Jahren eingeführt. Also was bleibt für unseren Zwei-Stufen-Plan? Möglicherweise nur noch Edelmetalle. Du hast vielleicht einmal irgendwann Edelmetalle gekauft. Diese Edelmetalle kannst du ins Ausland bringen. Diese Edelmetalle kannst du zum Beispiel nach Singapur bringen. Das kannst du selbst machen, das kannst du über einen Spezialtransport machen lassen. Wir haben tatsächlich Mandanten, die es selbst machen. Sie fliegen dann in die Schweiz. Natürlich melden sie die Edelmetalle dann an, wenn sie Deutschland verlassen, am Zoll. Dann sind sie aber eben in der Schweiz und von der Schweiz fliegen sie dann weiter. Das heißt, diese Spur ist dann sozusagen verwischt. Außerdem haben Goldhändler zum Beispiel in Singapur auch vielfach Konten, zum Beispiel in der EU. Das heißt, wenn du dann Gold kaufen willst, kannst du einfach an diese IBAN überweisen. Die haben meistens auch diskrete Namen, sodass am Ende nicht klar ist, dass da dann wirklich Gold in Singapur liegt. So, dieses Gold, was du dann im Ausland hast, ist ja vom automatischen Informationsaustausch nicht betroffen. Das heißt, so kannst du dann tatsächlich im Ausland Vermögen aufbauen, könntest dann das Gold verkaufen und den Verkaufserlös auf dein ausländisches Konto überweisen lassen, das zum Beispiel in Singapur ist. Nun ja, es ist völlig klar, es gibt den automatischen Informationsaustausch. Das heißt also, in dem Jahr, wo du dann diesen Goldverkauf machen würdest, unter der Annahme, dass der Verkaufserlös dann auf dein Konto fließt, würde dieser Zufluss im automatischen Informationsaustausch dann auftauchen. Wenn du das vermeiden willst, dann müsstest du letztlich sagen, gut, du hast das Konto auf der einen Seite, du hast die Edelmetalle auf der anderen Seite. Irgendwann wanderst du dann eben aus und letztlich findet der Verkauf erst dann statt. Dann wird er ja nicht mehr nach Deutschland gemeldet, denn der Informationsaustausch basiert auf Wohnsitz und eben nicht auf der Staatsbürgerschaft. Also, somit haben wir dann die Edelmetalle letztlich genutzt als diskreten Wertspeicher. Somit könntest du also verhindern, dass es jetzt eine größere Überweisung nach Singapur gibt. Aber wie gesagt, über den Informationsaustausch bekommt es die Behörde in Deutschland dann trotzdem mit, jedenfalls solange du in Deutschland wohnst. Aber du siehst schon, was ich sagen will, du kannst das Ganze dann im Grunde genommen steuern und kannst das Ganze kontrollieren. Tatsächlich gibt es auch noch eine zusätzliche Lösung, wobei das meiner Meinung nach keine Frage von entweder oder ist, sondern von sowohl als auch. Tatsächlich gibt es einen Anbieter, wo du Gold kaufen und einlagern kannst, dann letztlich über eine Visa oder Mastercard, die du bekommst, über diesen Anbieter dann tatsächlich auch Gold ausgeben kannst im täglichen Leben. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das für dich passt oder nicht, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Mit Silber funktioniert das Ganze auch. Ich selbst habe das noch nicht getestet. Wir haben einige unserer Mandanten, die diesen Anbieter nutzen. Soweit ich das absehen kann, sind die sehr zufrieden. Wir sind da auch keine Affiliates. Ich verdiene jetzt nichts dran, dass ich dir diesen Tipp gebe, aber wenn dich das interessiert, wer dieser Anbieter ist, dann hinterlass uns jetzt deine E-Mail-Adresse und dann schicken wir dir die Details per E-Mail zu. Und ich würde mich dann sehr freuen, wenn du uns einen Erfahrungsbericht zukommen lässt. Wenn du den einmal ausprobiert hast, ob das Ganze für dich funktioniert, ob du damit zufrieden bist oder sich das im Grunde genommen im Alltag nicht verwenden lässt. Also in diesem Sinne, du siehst, es gibt leider diesbezüglich keine wirklich einfachen Antworten. Die einfachste Antwort ist schlicht und ergreifend, irgendwohin umzuziehen, wo du vom Informationsaustausch nicht betroffen bist oder wo der Informationsaustausch sowieso egal ist, wie zum Beispiel in Dubai, weil es keine Einkommensteuer gibt. Wenn du in Dubai bist, dann könnte ja die Bank in Singapur an dein Finanzamt in Dubai berichten, was du dort auf dem Konto hast, wäre sowieso komplett egal, denn zu versteuern gibt es sowieso nichts. Und hier siehst du auch schon die Quintessenz, Vermögen zu sichern wird immer schwieriger. Das ist natürlich so gewollt von den Staaten. Es schließen sich immer mehr Fenster, es schließen sich laufend Fenster. Deswegen ist es wichtig, eben jetzt zu agieren, jetzt zu handeln, bevor es dann zu spät wird. Also in diesem Sinne, wir können dich gerne unterstützen bei Kontoeröffnung im Ausland. Wenn auch du dich mit einem Plan B auseinandersetzt, wenn auch du auswandern willst, wenn du dein Vermögen sichern willst im Ausland, dann können wir dich dabei unterstützen. Ich selbst habe Deutschland und die EU vor 26 Jahren nun verlassen. Seit 20 Jahren helfen mir Mandanten dabei, sich im Ausland steuerlich zu optimieren, auszuwandern, Vermögen zu sichern, zweite Staatsbürgerschaften zu bekommen. Buch gerne ein Beratungsgespräch mit meinen Kollegen und mir. Alle weiteren Details auf unserer Webseite. Vielleicht sehen wir uns eben auch mal bei einer unserer hochinteressanten, intensiven Veranstaltungen, wo du nicht nur uns kennenlernst, sondern auch viele Gleichgesinnte, die sich gerne zu so komplexen Fragen wie die wir in diesem Video besprochen haben, den Kopf zerbrechen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit.
Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.